Hallo, zunächst eine kurze Vorbemerkung. Dieses Video gibt es in zwei Versionen. Dieses ist die Version mit einem bearbeiteten Transkript. Die andere ist unbearbeitet. Das hat enorme Auswirkungen, wenn man auf Untertitel Wert legt. Schauen wir uns hier an, was hier besonders ist im Vergleich zu den unbearbeiteten. Ich habe hier das automatisch erstellte Transkript komplett durchgesehen. Ich habe alle Fehler, die ich hören konnte, beseitigt. Und dann wurden daraus für die Sprachen, die ihr hier auf dem Bild in grün seht, da habe ich dann eine Übersetzung automatisch angefertigt, die basiert aber dann auf dem fehlerfreien deutschen Transkript. Die nicht grün hinterlegten Sprachen, die werden weiterhin automatisch erstellt und die können auch nur dann abgerufen werden, wenn jemand bei YouTube angemeldet ist. So viel zum Einstieg, aber jetzt geht's los. Hallo, ich begrüße euch. Dieses Video hier könnte man auch nennen in 126 Sprachen Scholzen. Unser Bundeskanzler, der kreiert durch die Art, wie er spricht, neue Wortschöpfungen. Eine davon eben das Scholzen, was hier in diesem Interview, was von Maybrit Illner geführt wird, auch vorkommt. Was ich hier aber eben machen will, ist, YouTube transkribiert gesprochenen Text automatisch. Das ist in diesem Fall also Deutsch. Und nicht nur das, es wird auch automatisch übersetzt in 126 Sprachen, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen hat. Da will ich drauf eingehen, aber vielleicht noch vorher, warum ist das sinnvoll? Viele Menschen, die sprechen Deutsch als Fremdsprache und dann können sie sich das anhören, vielleicht um das Hörverstehen zu fördern. Und wenn man dann nochmal sicher gehen will, ob man das auch richtig verstanden hat, dann hört man sich das noch ein zweites Mal mit Untertiteln in der selbstgewählten Sprache, was ja meistens die Muttersprache ist. Und die ist, wenn man hier 126 Sprachen hat, in denen übersetzt wird, dann ist die höchstwahrscheinlich dabei. So, wollen wir uns das einfach mal anschauen. Damit das überhaupt läuft, muss man angemeldet sein bei Google oder bei YouTube. Und das will ich gerade zeigen, das ist bei mir der Fall. Ich habe hier eine Anmeldung, ich klicke hier auf mein Foto und da ist wichtig, dass ich hier die Sprache einstelle. Im Augenblick ist hier Deutsch eingestellt, das sehen wir, wenn ich hier hingehe, dann ist die Oberfläche hier in Deutsch. Ich will sie aber, weil die meisten, die das betrifft, ja Englisch oder eine andere Sprache sprechen, will ich es mal auf Englisch umstellen. Ich mache das nochmal. Ich gehe hier wieder hin, wähle statt Deutsch, wähle ich jetzt mal Englisch, United Kingdom. Wir haben jetzt die englische Oberfläche und ich möchte jetzt zeigen, was ist Voraussetzung, dass das klappt mit diesem Auto-Translate, mit diesen automatischen Übersetzungen. Das nächste, was man dann machen muss, nachdem man angemeldet ist bei YouTube, dass man hier unten auf die Einstellung geht. Settings heißt das im Englischen. Und da wählen wir aus bei Subtitles auch wieder Settings, Einstellungen, wenn ihr die deutsche Version habt. Da habe ich gerade drauf geklickt. Und da haben wir dann hier die Einstellungen, die ihr auf jeden Fall machen müsst. Wenn dieser Haken nicht gesetzt ist, habt ihr nicht diese Option, diese 126 Sprachen auszuwählen. Also setzen wir den Haken hier hin und dann schauen wir uns mal an, was wir da an Übersetzungen haben. So, ich gehe mal zurück. Wir haben hier immer noch den deutschen Text. Ich stelle den mal nach oben, da kann man das besser sehen und halte das Video an. Jetzt möchte ich, dass die Sprache umgestellt wird. Ich gehe hier auf die Einstellungen und da steht immer noch German Auto Generated und da suchen wir uns mal als erstes Englisch heraus, Auto Translate und da haben wir dann die 126 Sprachen
und da haben wir hier Englisch. Wenn ich darauf geklickt habe, haben wir das schon. Jetzt kann ich ihn natürlich einschalten. Kanzleramt angerufen hat und ich dann auch mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert hatte. Und Sie haben was empfunden? Waren Sie irgendwie vorbereitet? Große Überraschung, Schreck, Sorge? Es ist ein furchtbarer Krieg. So, jetzt habe ich wieder angehalten. Die erste Sprache haben wir ja. Eine andere schauen wir uns noch mindestens an. Vielleicht Chinesisch. Ich gehe also wieder auf die Settings, auf die Einstellungen. Und da steht die zuletzt eingestellte Sprache. Wähle ich wieder Auto-Translate. Und da gehen wir ein bisschen nach unten. Da steht Chinesisch vereinfacht, Chinese Simplified. Und da haben wir schon. Und das schiebe ich dann noch hier oben hin, damit man das besser lesen kann. Und dann lassen wir ihn weiterreden. Krieg, der da begonnen hat, und das war sofort klar. Natürlich war es auch so, dass die Tage vorher, wie ich eben schon gesagt habe, man spüren konnte, dass die Gefahr größer geworden ist. Und deshalb war es wirklich bedrückend. Aber so, jetzt habe ich ja die deutsche Oberfläche noch nicht gezeigt, wie man hier eine Sprache umstellt. Will also jetzt nochmal umschalten, damit ihr diesen Vorgang nochmal mitbekommt. Im Augenblick ist es ja noch Englisch. Ich gehe also wieder auf mein Google-Konto, wähle da die Sprache Deutsch aus. Und jetzt wähle ich noch Französisch aus. Gehe also hier auf das Zahnrad, wähle Deutsch automatisch erzeugt, automatisch übersetzen. Da haben wir Französisch. Und den Text schiebe ich auch mal wieder nach oben. Und dann hören wir uns ein paar Worte an. weil das ja den ganzen Tag und auch die Tage vorher ein großes Thema war. Wann beginnt der Krieg, der immer wahrscheinlicher geworden war, nach der Rede, die der russische Präsident dann auch gehalten hatte. Und nachts ist es dann so, dass mich das Kanzleramt angerufen hat und ich dann auch mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert hatte. Und Sie haben was empfunden? Waren Sie irgendwie vorbereitet? Wir haben jetzt gesehen, dass diese Autoübersetzungen recht ordentlich sind und eine große Hilfe, um das Hörverstehen zu überprüfen. Erst in Deutsch anhören, überlegen, was wurde da gesprochen, und dann kann man die Untertitel in der gewünschten Sprache einstellen. So ist mein Vorschlag. Das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn man so ein Konto hat, wie ich das ja hier schon gezeigt habe. Wer da aber nichts hat, der kann hier unten nichts auswählen, weil diese Funktion steht eben nur denen zur Verfügung, die angemeldet sind. Deshalb biete ich für einige Videos immer noch die Option an, das, was da von mir gesprochen wurde und automatisch transkribiert wurde, das überprüfe ich nochmal. Das heißt, ich bearbeite das, mache die Fehler weg. Und dann lasse ich von YouTube meine bearbeitete Transkription in diese 126 Sprachen übersetzen. Das heißt, es sind ja nur noch 125, weil die erste ist ja die deutsche Sprache, die ich ja schon korrigiert habe. Wenn so eine bearbeitete Transkription vorliegt, dann wird bei der automatischen Übersetzung auch darauf zurückgegriffen. Das macht ja auch Sinn. Wenn ihr da ein paar von meinen manuell bearbeiteten Übersetzungen in Augenschein nehmen wollt, dann schaut in die Beschreibung des Videos, und da gibt es in der Regel eine Excel-Arbeitsmappe, die ihr euch anschauen könnt. Die ist also bei OneDrive zum Lesen bereitgestellt, und dort könnt ihr dann auch die Originaltranskription, die YouTube automatisch gemacht hat, und die von mir bearbeitete abrufen. Wenn ihr Interesse habt, mithilfe dieser gezeigten Möglichkeiten das Hörverstehen bei Menschen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen, zu fördern, dann könnt ihr einfach mit mir Kontakt aufnehmen. Die Adresse, die findet ihr ja hier im letzten Bild.
oder in der Beschreibung des Videos. So viel für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.